Hello, so beautiful, willkommen bei So Halt. Ich zeige dir heute, wie ich die Extensions reingemacht habe, die ich jetzt schon drin habe und wie ich diese wunderschöne Föhnfrisur hingekriegt habe mit den Extensions. Ich zeige dir allerlei Tipps und Tricks. Meine Extensions sind von Senite. Ich schwöre auf die, ich sage dir auch im Laufe des Videos warum. Nur mal vorweg, sie sind komplett unsichtbar, du kannst sie hier nicht sehen. Sie sind aus Echthaar und super hohe Qualität. Und da habe ich einen 10% Rabattcode für dich mit dem Code Sophie2023. Verlinke ich dir aber auch unten, dass du sofort dahin kommst. Und neu bei mir eingezogen ist ein neuer Föhn, den ich mit dir hier live in dem Video ausprobiert habe, denn ich habe das gerade schon gemacht. Ich bin schwer begeistert und alles weitere erfährst du jetzt. Zuerst fange ich mal an und kämme mir die Haare und meine Extensions durch. Mir ist übrigens ausgerechnet heute der rechte Zeigenfingernagel abgebrochen. Stört euch bitte nicht daran, ich hatte jetzt einfach keine Zeit, das neu zu machen. Also mich stört es tierisch, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe die Extensions hier auf einem Kleiderbügel zum Aufbewahren. Das ist sehr praktisch, weil sie dann eben nicht so verfilzen und man sie alle beieinander hat. Das sind super slim Tressen, komplett unsichtbar, weil sie so dünn sind. Aus Echthaar von Senite, eine wahnsinnig hochwertige Extensions-Marke, weil ihr werdet es sehen, man sieht sie halt überhaupt nicht. Und ich zeige dir jetzt, wie ich sie reinmache. Dafür trenne ich mir die Haare erstmal relativ weit unten ab, sodass eine ganz dünnes Haarband von meinen echten Haaren stehen bleibt und klipp die anderen oben einfach mit so einer Spange hin. Bei Senite kannst du die Farbe übrigens sehr, sehr genau auswählen. Die haben richtig viele verschiedene Farbtöne. Ich finde, ich habe meinen richtig gut getroffen. Schreib mir gerne auch mal deine Meinung dazu rein. Dann nimmst du eine Tresse. Also musst halt schauen, wie viel Platz du da unten hast. Mit Platz meine ich, wie viel Platz du hast bis zu den Ohren, wo deine Haare aufhören. Und dann nimmst du dir die Tresse und machst alle Clips einmal auf. Und dann kann man sie schon einsetzen. So nah wie möglich oben am Haaransatz mit dem kleinen bisschen hineindrücken und dann das Clip schließen. Wenn deine Haare sehr, sehr dünn sind und sehr geschmeidig, weil du vielleicht gerade gestern erst total viel Conditioner aufgetragen hast oder weil sie von Haus aus sehr glitschig sind, dann empfiehlt es sich, dass man den Haaransatz tupiert. Das zeige ich dir jetzt bei der nächsten Strähne. Bei mir brauche ich die Tupage in der Regel nicht. Die halten von alleine auch schon. Und dann macht man wieder dasselbe, dass man sich die nächste Haarsträhne runter abtrennt, sodass ein dünnes echtes Haarbündel über der ersten Tresse liegt. Und dann kann man die Haare auch mit so einer ganz normalen Klemme die anderen hochnehmen. Nämlich sogar jetzt noch mehr hoch. Es reicht echt eine ganz, ganz dünne Schicht. Dann nimmt man einen Stielkamm und nimmt jetzt seine eigenen Haare und kann die hier am Ansatz so ein bisschen hochtupieren. Das ist die allersicherste Variante, dass die Extensions nicht rutschen. Nimmt man sich die nächste Tresse, öffnet die Clips. Also zum Aufbewahren ist es natürlich immer besser, man schließt die Clips. Und dann fängt man mittig an und setzt die hier mit dem Kamm wieder ein. Die anderen Haare ein bisschen so nach oben, dass man die Tresse nicht aus Versehen in den oberen weggeklippten Haaren einhängt. Man kann es easy korrigieren. Ich bin jetzt nicht ganz am Haaransatz gelandet. Und dann fragt man sich ja, warum muss es am Haaransatz eigentlich sein? Weil man sie dann auch weniger spürt und noch weniger sieht. Wobei diese Seamless, die sind wirklich der Wahnsinn, die sieht man gar nicht. Siehst du, wie dünn die sind? Jetzt nehme ich wieder eine ganz dünne eigene Haarschicht runter. Das finde ich an diesen Clip-Ins halt schon faszinierend. Schau mal, wie wenig eigene Haare ich da drüber geworfen habe. Und trotzdem sieht man die Clip-Ins nicht. Da reicht wirklich eine ganz dünne Strähne aus, um sie nicht zu sehen. Und das ist, was echtes Seamless, unsichtbare Clip-Ins ausmacht. Und deswegen bin ich totaler Fan von diesen hier, von Senite, weil die alten, die ich habe, da muss man halt sehr aufpassen, dass man sie nicht sieht. Also super gut verstecken. Und bei denen, die sieht man einfach nicht und die fühlt man auch nicht. Die sind so dünn und leicht, obwohl sie richtig dichtes Haar bringen. Schau mal, diese eine Tresse, wie dick die ist. Die hat schon Fingerdicke. Nur eine Tresse. So, und die setze ich jetzt da auch wieder ein. Am besten man macht es im Bad, wo man zwei Spiegel hat, um sich besser von hinten zu sehen. Das habe ich jetzt hier nicht, deswegen muss ich hier mit so einem kleinen Handspiegel arbeiten, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht, weil ich nur eine Hand habe. Aber auch das geht. Auch die sitzt drin. Schau mal, wie dick meine Haare schon geworden sind. Die haben sich jetzt vom Volumen schon verdoppelt, obwohl ich immer noch 4 Clips übrig habe. Ich habe noch 2 Zweierclips.
Ne, Quatsch, ich habe noch 6 Clips übrig. 2 Zweier und 4 Einer Clips. Die Einer Clips sind dann für die Seiten, das mache ich gleich. Und die Zweier kommen noch hinten rein. Wichtig ist immer, dass man ganz unten anfängt und sich nach oben arbeitet, aber niemals weiter als bis dahin. Weil da beginnt ja dann irgendwo schon dein Scheitel, den du vielleicht seitlich oder mittig trägst. Und dann würde man die Extension halt sehen. Also du musst schauen, dass du wirklich unterhalb von deinem Scheitelbeginn bleibst. Ich setze jetzt beide Zweier hier ein, nebeneinander, weil ich sonst Bedenken habe wegen meinem Scheitel, weil der immer so relativ weit hinten beginnt. Da sieht man schon, also mein Scheitel zieht sich da, ist auch nicht so ganz geil, aber zieht sich ein bisschen weit nach hinten. Okay, die ist wieder zu weit unten gelandet. Die korrigiere ich nochmal. Und wenn man vor seinem Scheitelbeginn aufhört, dann können die Haare so fallen, wie sie ganz normal fallen, ohne dass man die Tressen sieht. Und jetzt schau mal bitte im Vergleich zu vorher, was ich jetzt schon für ein Volumen reinbekommen habe. Und Länge natürlich auch. Es ist auch bei mir jetzt eine Haarverlängerung, weil wenn ich schon Clip-Ins wähle, dann möchte ich auch, dass ich danach längere Haare habe als vorher. Finde ich einfach schöner. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen. Ich finde es auch mal ganz geil, wieder so richtig lange Haare zu haben. Aber im Alltag stört mich das, weil sie natürlich viel länger brauchen zum Trocknen. Und dann, wenn die alle drinnen sind, kannst du sie ganz normal durchkämmen. Und so könnte es tatsächlich schon bleiben, so könnte es schon reichen. Oh, ich hoffe, ihr hört mich mit dem Mikrofon. Ich tue das mal lieber dahin. So könnte es bleiben, aber wenn man möchte, kann man hier auch seitlich sich noch mehr Volumen reinpacken mit den Einer-Tressen. Dazu trennt man am besten, wo ist mein Stücke? Trennt man dann am besten hier überhalb vom Ohr ab. Das ist ja auch ungefähr so die Höhe, wo hinten die letzte Tresse dann aufhört. Dann kann man hier einen Einser einsetzen. Selbes Spiel wieder. Wieder eine dünne Haarsträhne runternehmen. Reicht echt ganz dünn. Und da kommt die zweite drauf. So. Haare drüber. Und jetzt habe ich hier nochmal 2 Strähnen seitlich dazu bekommen, die jeweils nochmal eine Fingerdicke, Haardicke dazu bringen. Und du siehst, ich habe die relativ weit unten angesetzt. Man sieht sie gar nicht. Also man sieht den Ansatz nicht. Man sieht jetzt hier, dass sie da natürlich ein bisschen heller sind, weil meine Haare oben dunkler sind als unten. Unten verschwimmen sie total und sieht, also die Farbe passt sich sehr gut an. Sieht bei mir sehr natürlich aus. Wie Strähnchen. Und dasselbe mache ich dann auf der anderen Seite. So, jetzt sind sie alle drinnen. Das ganze Paket, 160 oder 200 Gramm Haare, alle nochmal durchkämmen. Und jetzt kann man stylen. Vorher zeige ich sie euch nochmal von hinten. Und du siehst, sie sehen einfach lang und voluminös aus. Man sieht aber keine Extensions. Jetzt möchte ich mir eine Föhnfrisur machen. Dazu habe ich mir jetzt die Haare schon ein bisschen nass gemacht. Mache jetzt da noch ein bisschen weiter. So. Denn ich möchte jetzt so eine richtig voluminöse Föhnfrisur. Zuvor hatte ich, also beim letzten Mal, als ich die Extensions getragen habe, habe ich Beach Waves gemacht. Und deswegen waren sie auch noch ein bisschen lockig, als ich sie eingesetzt habe. Das macht aber gar nichts. Man kann mit den Extensions wie mit den eigenen Haaren, weil sie aus Echthaar sind, alles machen. Kann sie stylen in verschiedenen Varianten. Und man sollte sie dann natürlich auch irgendwann mal waschen. Okay, cool. Jetzt sind sie richtig schön durchnässt. Das mache ich deshalb, weil die Föhnfrisur dann einfach echter wird, föhniger wird, als wenn man aufs trockene Haar föhnt. Dazu brauche ich jetzt einen Hitzeschutz fürs Föhnen. Dann nehme ich den von Kerastase so unglaublich gerne, weil der so einen Friseurgeruch aufs Haar zaubert. Und den trage ich mir da jetzt einfach großzügig auf. Auch die Extensions brauchen unbedingt immer Hitzeschutz. Das ist ganz wichtig. Weil, wie gesagt, sie sind Echthaar, sie verhalten sich wie Echthaar und sie können auch von Hitze demnach geschädigt werden. Und ich probiere jetzt heute einen ganz neuen Föhn aus, der bei mir ganz neu eingezogen ist. Und der ist so edel. Das ist die Verpackung.
Das ist der Life Swift. Mega, ich freue mich jetzt riesig drauf, den mit euch auszuprobieren. Der verspricht trockenes Haar in 5 Minuten, weil er ein Highspeed-Föhn ist. Ich habe die Farbe matt weiß mit Gold gewählt. Finde ich sehr, sehr schön. Hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Also keine Folie, das ist so ein Papier sogar. Also sehr umweltbewusst. Muss nur irgendwie öffnen. Der ist ganz schön klein. Bin gespannt, was er kann. Er ist auf jeden Fall, das ist mein alter Föhn. Er ist nur halb so schwer wie mein alter, was grandios ist, dafür, dass er angeblich leiser ist und mehr Power hat. Und das teste ich jetzt gleich mal. Hier gibt es noch einen magnetischen Aufsatz. Da gibt es verschiedene, die sind alle magnetisch. Das ist super geil, easy. Wenn man schon am Föhn ist, dass man ihn halt aufsteckt. So, dann mache ich ihn jetzt mal an. Mein alter auf Stufe 2. Oh, es hört sich ganz, ganz anders an, wirklich. Der pfeift nicht so beim Blasen. Das Besondere daran ist, sagen sie, dass er ein Heiß-Kalt-Intervall hat und somit viel weniger Frizz produziert. Du hast meine Haare vorhin gesehen im trockenen Zustand. Die waren schon frizzig. Also der hier soll wirklich smoothes, wirklich glänziges, glattes Haar machen, weil er auch eine unfassbar große Menge von Ionen aufs Haar bringt und die Ionen im Haar so einen befeuchteten, hydratisierten Look dann machen. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Also es ging echt krass schnell, die sind jetzt schon trocken, fertig geföhnt. Sieht glänzig und glatt aus. Ohne Glätteisen jetzt. Jetzt mache ich die andere Seite mal mit dem alten Föhn, damit wir einen Vergleich auch haben. Also das hat jetzt auf jeden Fall viel länger gedauert und mir ist richtig heiß geworden, weil der Föhn natürlich nur heiß kann und ein Heiß-Kalt-Wechsel da nicht möglich ist. Jetzt schauen wir mal beide Seiten im Vergleich an. Die fühlt sich auf jeden Fall viel glatter an. Die Extensions enden, da sieht man es sehr gut, dass es hier splissiger aussieht als hier mit meinem neuen Föhn. Okay, da bin ich sehr zufrieden. Und du hast jetzt gesehen, wie einfach es ist, die Extensions auch zu föhnen und eine Föhnfrisur daraus zu machen. Ich habe jetzt ganz bewusst nur mit dem Tangle Teezer Verschnitt gearbeitet und nicht mit einer Rundbürste. Man kann natürlich auch bei den Extensions ganz easy mit Rundbürste arbeiten, wie man es kennt. Sie fühlen sich an wie meine eigenen Haare und selbst von hinten, wenn ich die Haare bewege, sieht man sie nicht, obwohl sie da sind, weil sie so dünn sind und wenn man drüber streicht, dann muss man sich schon anstrengen, dass man sie spürt. Und wenn man einen hohen Zopf trägt, zum Beispiel jetzt mit dieser Haarklammer oder auch mit einem Haargummi, ist ganz egal, sieht man sie nicht. Man sieht lediglich, dass es aussieht, als hätte ich Strähnchen drin und durch das Volumen sieht der Zopf natürlich noch viel geiler aus. Und wenn du jetzt noch ein paar mehr Tipps haben willst zum Extensions einsetzen, denn da können viele Fehler passieren, dann schau bitte in dieses Video rein, denn da habe ich dir alle meine Tipps zusammengefasst, ganz ausführlich und zeige dir dann auch noch, wie ich die Beach Waves gemacht habe. Abonniere mich für mehr Haarvideos und ich freue mich, wenn du nächstes Mal einschaltest. Ciao!